Hello, fellow pirates. We are at the GG Bavaria today. Let's interview some people. Let's go. Du schaust One Piece aktuell oder nicht? Nee, so ganz nah. Okay, und die Live-Action hast du angeschaut. Ja, natürlich. Was war das Beste an der Live-Action? Wenn ich jetzt Zorro sage. Meine Freundin stimmt dir zu. Es ist bestimmt Zorro. Es ist Zorro, ja. Wir wissen alle, es ist Zorro, aber für die Jungs muss ich jetzt ein bisschen was anderes sagen. Einfach, dass vom Manga über ein Anime, über ein Live-Action Szenen dabei waren, die wirklich originalgetreu waren. Das war einfach hübsch, das war schön. Perfekt, super. Die Live-Action, habt ihr die auch gesehen? Habe ich nicht geschaut, weil ich kann es mir nicht vorstellen, dass es gut gemacht wird. Also ich weiß, dass es gut gemacht wurde, aber ich habe schon bestimmte Szenen gesehen, wo ich gemerkt habe, okay, das hat nicht diese Magie wie in dem Anime und deswegen bleibe ich beim Anime und vielleicht irgendwann mal in 10 Jahren werde ich schauen, aber jetzt nicht. Also noch emotionale Hürde, falls Ja. sie was kaputt machen für dich sozusagen. Und wie fandest du die Live-Action so im Nachhinein? Also ich fand sie gut. Ich sehe sie aber separat zum Anime und Manga, weil ich da sehr korrekt, also nicht korrekt bin, aber auf die Details achte und ja, genau. Ja, wenn man es genau nimmt, ist der Anime ja auch nur eine Interpretation vom Manga. Deswegen ja, gibt es natürlich Ups und Downs in jeder Version und es kommt sogar noch eine neue Version dieses Jahr raus. Was ist euer Lieblingscharakter in One Piece? Und dann ich liebe Lore, ich liebe wirklich Lore, aber es ist so ein Ranking. Aktuell ist Sanji auch ganz hoch im Kurs wieder. Es schwankt immer so. Aber tatsächlich Lore, Kid, Sanji sind so auf den ersten 3 Plätzen. Ja. Ja, also, hallo, Chopper. Und sonst ist Law auch ganz groß im Rennen, Ace ist ganz weit oben und ja, genau. So. Okay, ich habe schon gehört, du bist eher so der Dragon Ball Fan. I'm so sorry, ja. Bei mir war immer so, ich hatte als Kleinkind nicht so viel Zeit vorm Fernseher, da war immer die Wahl zwischen Ruffy und Son Goku. Bei mir war es halt eher immer so ein fucking Goku. Man muss sich ja für ein Team entscheiden. Richtig, ja, genau wie bei Witcher, Team Jennifer. Gut, aber ein Team hat sich bis jetzt gehalten. Wie ist Ihr Statement dazu? Ja, in dem Sinne ist mein Statement diesbezüglich, weil ihr ja schon von dem ganzen Thema redet, One Piece, ist es bei mir ganz klar Zorro. Ah, okay. Also du magst Zorro nicht? Ne, doch, sehr. Ach so, okay. Also bin wenn Team dann, Zorro. wenn dann für Zorro. Wenn ist Team Zorro, jawohl. Okay, also die Live-Action interessiert dich schon ein bisschen. Ein bisschen auf jeden Fall. Und nachdem wir jetzt quasi das Gespräch hatten, die Diskussion, werde ich da safe reinschauen, weil wenn es deine Oma tut, dann mache ich es auch. Ja, also meine Mutter, meine Oma und er hat sogar mit Manga angefangen, weil er die Live-Action so geil fand. Wahnsinn, echt? Er fängt wirklich an zu lesen deswegen. Also lesen ist immer so, ist ja nicht so, du liest die Harry Potter oder Game of Thrones Wälzer, sondern du hast ja Bilderbuch, ne? Also es ist ja nicht so Hardcore lesen. Richtig, hast du vollkommen recht. Ja, aber wenn das wirklich der Fall ist, dass er deswegen sich mit Animes und Manga auseinandersetzt, dann werde ich safe da reinschauen. Wunderbar, danke. Gerne dir. Du liest oder schaust One Piece? Die Live-Action habe ich gesehen. Okay, und von Manga oder Anime hast du vorher nichts mitbekommen? Doch, immer so ansatzweise, das war mir immer zu viel auf einmal. Und dann dachte ich, so, wenn ich jetzt damit anfange, dann habe ich mein Leben lang nichts anderes mehr zu tun, so gefühlt. Fühlt sich wie Commitment an quasi. Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich dann Zeit für nichts anderes mehr habe irgendwie. Was hat dich dann zur Live-Action entschieden oder überredet? Also viele meiner Freunde, die haben One Piece gesehen und waren dann so, ja, guck mal hier, das könnte cool sein, könnte dir gefallen, weil ich ja auch sonst Anime sehe. Und dann habe ich auch die Trailer gesehen und die Musik gehört und alles, da fand ich das schon cool. Und ja, es hat mich überzeugt auch. Cool. Und so insgesamt von 1 bis 10, wie war die Live-Action? Wenn wir ehrlich sind, so Live-Action hat eigentlich ja einen extrem schlechten Ruf, so vor allem von dem, was man so mitbekommt. Und ne, im Vergleich zu anderen fand ich One Piece extrem herausragend. So im Großen und Ganzen fand ich das eigentlich sehr beeindruckend. Die Charaktere haben mich überzeugt, die Story haben mich überzeugt. Es war immer lustig, es war mal was ganz anderes, was man sonst auf Netflix sieht. Also kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Was waren so Sachen, die dich total überrascht haben in One Piece, was du vielleicht von der One Piece an sich nicht erwartet hättest? Als ich zum ersten Mal diese Teleschnecken gesehen habe, oder so, die fand Buru, ich so buru, buru. Genau, das hat mich, war ich so kurz, was passiert hier? Aber ich fand es am Ende fand ich es so gut. Also ja, es ist Ja, echt gehört alles zum Worldbuilding und Ja. wird noch viel, viel mehr in Season 2 kommen, die übrigens nächstes Jahr Oh rauskommen. ja, cool, freue ich mich. Hast du One Piece gesehen? Ich habe den Anime gesehen und die Live-Action, ja. Okay, und wie fandest du die Live-Action? Nicht ganz so gut, wenn ich ehrlich bin. Okay, was war das Negative und das Positive? Also ich persönlich finde, dass die Charaktere in der Live-Action einfach nicht so getroffen wurden, wie sie vom Anime vorgegeben werden. Ich meine, ich habe es jetzt nicht gelesen, ich habe da keinen Vergleich dazu zum Manga. Wie weit warst du im Anime? Also mir fehlt das Final Chapter. Ah, okay. Also bist eigentlich ganz aktuell. Ja. Und irgendwas Spezifisches, eine Szene, die dir gar nicht gepasst hat oder sowas? Fand ich ein bisschen seltsam, das auf dem Schiff vom Vom Buggy. Ja, genau, bei mir. Das ist der Name. Also die zweite Folge quasi. Ja, genau.
fand ich ein bisschen seltsam. Also irgendwie fand ich, das hat irgendwie nicht so ganz gepasst. So. Also wenn ich dich minimal spoilern darf, Sachen, die im Manga noch früher vorkommen, kamen in der Live-Action schon vor. Ah, okay. Also es wurden Sachen mit eingebaut mit Absicht. Deswegen kommt es vielleicht ein bisschen komisch rüber. Das könnte es ein bisschen erklären, ja. Und die Live-Action ist halt geschrieben mit dem Manga im Kopf sozusagen. Okay. Deswegen sind vor allem bei der Buggy, kann ich vollkommen verstehen, für viele fühlt sich das off an, dass halt Sachen mit da drin sind, die eigentlich nicht so ganz zum Anfangs-Buggy passen, aber zum aktuellen Buggy viel mehr. Okay, ja, dann erklärt sich das. Würdest du dann aber aus Season 2 schauen oder sagst du, okay, jetzt erstmal nicht? Also ich würde es weiterschauen, auf jeden Fall. Solche Macher nehmen ja auch oft Kritik und ob sie das dann auch umsetzen, sowas interessiert mich, sowas folge ich dann schon gern. Und ganz zum Schluss nur dein Lieblingscharakter in One Piece generell? Zorro. Definitiv, oder? War der dann in der Live-Action wenigstens noch okay? Ja, der war okay. Okay. Und du hast erzählt, du hast noch gar nicht One Piece geschaut? Mein bester Freund schaut sehr viel One Piece. Der hat mal 1, 2 Folgen mit mir geschaut, aber jetzt nicht in der richtigen Reihenfolge. Also ich habe halt einfach mal reingeschaut. Einfach mal reingeschaut. Aber die Netflix-Serie, die habe ich gesehen. Perfekt, genau. Wie war so dein Fazit nach der Netflix-Serie? Ich fand's gut. Ich denke mal, die haben wahrscheinlich ein bisschen was rausgelassen, wurde mir jedenfalls gesagt. Also von den Effekten und allem würde ich sagen, es hätte deutlich schlechter sein können, wenn man so andere Real-Life-Verfilmungen von Animes sieht. Die haben das schon echt gut gemacht, würde ich sagen. Das war jetzt auch die Live-Action, die dich gecatcht hat quasi. Ja, auf jeden Fall. Also ich fand immer die Welt von One Piece ziemlich geil. Planet aus Wasser und nur Inseln. Deswegen wollte ich dann irgendwann doch mal reinschauen. Und das mit Superkräften gefällt mir sowieso. Und ich mag gern Animes natürlich. Also Hast du jetzt vor, den Manga zu lesen oder den Anime anzuschauen? ich lese nicht so gern, aber den Anime möchte ich eigentlich schon noch anschauen. Ist Wird schon in Deutsch sehr schwer, Japanisch vielleicht eine Option? schwierig, weil ich extrem langsam lese. Dann kriege ich irgendwie nichts mehr mit, wenn ich immer den Untertitel anschauen muss. Aber ein Freund, der ein Freund kennt, kann dir bestimmt eine Website empfehlen, wo man die anschaut. Ja, wurde mir auch schon mehrfach. Okay, Ich habe so ein perfekt. bisschen rumgefragt, also ja. Genau, in Live-Action. Was war der beste Part für dich von der Live-Action? Es war definitiv nicht der Kampf gegen Marlon. Es sind eher so diese kleinen Momente dazwischen gewesen. Ich fand es nur Moment. Genau. Tatsächlich, okay, wenn ich wirklich ein Favorite Arc nennen müsste, oder Moment nennen müsste, dann ist es definitiv wir stellen unseren Fuß auf die Barrel. Ja, das ist richtig gut gemacht mit den Flashbacks und so. Genau, das war einfach super, super schön. Hast du auch andere Leute gesehen, zu One Piece mit der Live-Action? Oder kennst du jemanden, den du gar nicht erwartet hast, der es gesehen hat? Ja, meine Freundin lustigerweise. Die hat die Live-Action gesehen und war danach, ja, können wir One Piece anfangen zu gucken. Ich war so, es sind 1000 noch was Folgen. Maybe not. Nächstes Jahr kommt dann auch Netflix. Genau, Season 2 kommt und das Netflix-Remake. Genau, stimmt. Ja, Kommt auch noch. also kann man direkt mal von vorne anfangen. Das ist eigentlich ganz nett. Was war noch Season 2 freust du dich am meisten? Chopper. Because this is gonna make or break it. Chopper CGI, Puppe oder Person? Ich habe keine Ahnung. Ne? Also ich weiß auch nicht, was ich lieber habe. Ne? Das ist mein großes Problem. Okay. CGI könnte furchtbar sein, Puppe könnte genauso cringe sein. Aber ich glaube, die Form von Chopper würde ich voll gerne als Mensch auch wirklich dann sehen, als jemand mit einem Kostüm. Aber ich glaube, die kleine Version, allein wegen den Möglichkeiten, die man hat, fast schon eher als CGI. Bist du aktuell bei One Piece? Ich bin gerade kurz vor Wano Kuni tatsächlich, im Manga. Warum hast du mit One Piece angefangen? Ich habe es zuerst auf RTL 2 gesehen, habe es halt mal reingeschaltet, Opening war super Hype. Typisch Deutscher. Ja, typisch Deutsche, RTL 2 damals. Nee, es hat mir von Anfang an gefallen, die Story hat mich sofort gecatcht. Und das ist einfach cool zu sehen, wie sich immer mehr entwickelt, wie immer mehr Charaktere hinzukommen, alles sich immer mehr verstrickt. Einfach cool anzuschauen. Hast du die Live-Action gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wie fandest du die? Ich fand es erstaunlich gut, habe nicht damit gerechnet, dass sie sich so viel Mühe damit geben. Natürlich gab es einige Änderungen, sie mussten einiges kürzen, aber unterm Strich im Vergleich mit vielen anderen Adaptionen fand ich es doch sehr gut. Bester Moment aus der Live-Action? Ich würde sagen, der Kampf gegen Falkenauge. Du liest One Piece oder schaust One Piece? Ich schaue One Piece. Ich habe vor 1,5 Jahren angefangen oder so, halt immer ein Stück für Stück. Bin jetzt irgendwo in der Mitte von Wano, also kurz vorm jetzigen Stand. Es neigt sich dem Ende zu und eigentlich bin ich schon ein bisschen traurig, dass ich dann immer warten muss. Aber ja, ich liebe es absolut. Also es gibt noch mehr Content, wenn du dann up-to-date bist. Es gibt den Manga und natürlich auch ganz viele Fanvideos. Wink, wink. Auf die Live-Action bezogen, du hast noch gar nichts davon geguckt. Selber nicht. Also ich habe mit Freunden drüber geredet. Halt auch so die Person, mit der ich am meisten über One Piece rede, mit der ich dann auch immer wöchentlich zum Local gehe. Grüße an den Tobias an der Stelle. Ja, mit dem rede ich halt drüber. Der hat das Ganze geguckt auch. Ich bin sehr froh, dass da der generelle Konsens so ist, dass das eigentlich ganz gut geworden ist, so, aber ich denke, ich gucke es mir dann an, wenn ich selber mit dem Anime durch bin und dann mache ich das nochmal so.
Ja, also ich kann auch bestätigen, die Live-Action ist so geschrieben mit dem Manga in mind, also mit dem aktuellen Chapters auch. Macht sogar tatsächlich Sinn, wenn du erst mit Wano fertig bist und dann die Live-Action schaust. Hast du gute Wahl getroffen. Viel Spaß mit dem Ende von Wano, weil das ist echt Peak. Also dann mit Popcorn anschauen auf jeden Fall. Okay, ich freue mich auch mega schon drauf. Also der Hype ist wirklich da. Und danach gibt es immer noch den Manga, es gibt immer noch genügend Fanvideos, Theorien und alles drum und dran. Es gibt so viel, du kannst gar nicht aufhören damit. Ja, ich glaube, ich will auch gar nicht damit aufhören. Also es ist so geil einfach, da bin ich froh drüber. Wunderbar, danke. Danke an dich.